Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie ich eine Smart Fortwo Tür zerlegt habe. Als erstes habe ich mit dem Außenspiegel angefangen. Wie ihr seht, ist die komplette Tür ausgebaut, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Arbeitsschritte die gleichen sind, als wenn die Tür noch eingebaut wäre. Als erstes habe ich diesen Gummischutz von der Spiegelverstellung abgezogen. Diese ist nur aufgesteckt. Dann muss man diese Mutter lösen. Ich habe dazu diese Spitzzange benutzt. Als nächstes muss man diese beiden Torx-Schrauben rausschrauben. Wenn diese beiden Schrauben rausgeschraubt sind, kann man ganz einfach diese Kunststoffabdeckung abziehen. Jetzt müssen diese 3 Schrauben rausgeschraubt werden. Damit wird der komplette Spiegel gelöst. Da sind besondere Unterlegscheiben dabei. Jetzt den Spiegel schon mal festhalten und die letzte Schraube rausschrauben. Jetzt kann man den kompletten Spiegel mit dem Gehäuse demontieren. Dann hat man das schon mal geschafft. Jetzt habe ich die Innentürtasche demontiert. Dazu muss man nur diese 4 Schrauben lösen. Wenn die letzte Schraube entfernt ist, kann man ganz einfach die Türtasche entnehmen. Danach habe ich dann den Türgriff entfernt.
Dazu muss man auch nur 2 Torx-Schrauben entfernen. Der lässt sich also auch ganz einfach lösen. Als nächstes habe ich dann die Innentürverkleidung bzw. die Türpappe entfernt. Dazu mit einem Montierhebel oder in diesem Fall mit einem Schraubendreher etwas zwischen diese Türverkleidung schieben. Dann kann man diese auch relativ einfach lösen. Man muss darauf achten, dass man im unteren, vorderen Türbereich damit anfängt. Wenn die Türpappe demontiert ist, kann man den Bautenzug sehr gut sehen, der zum Türschloss führt. Und das ist der Innentüröffner. Wenn man daran zieht, wird dieser Bautenzug gespannt und öffnet dadurch das Türschloss. Hier kann man diesen Bautenzug sehr schön sehen und auch da, wo er eingehängt ist. Es kommt sehr oft vor, dass sich dieser Bautenzug aus dem Innentüröffner aushängt. Dann kann man die Tür von innen nicht mehr öffnen. Obwohl es ja in dieser Videoreihe darum gehen soll, wie man die Tür zerlegt, zeige ich euch trotzdem bei dieser Gelegenheit mal kurz, wie man diesen Bautenzug wieder an den Türgriff anbringen kann, sodass man die Tür auch von innen wieder öffnen kann. Ich habe zuerst eine Spitzzange genommen, dann eine kleine Wasserpumpenzange, dann wieder mit der kleinen Spitzzange nachgegriffen, den Türöffner wieder etwas eingeklappt, dann kann man halt die kleine Kugel von diesem Bautenzugende wieder in diesen Türöffner einfädeln und alles sollte wieder gut funktionieren. Manchmal ist allerdings auch diese Aufnahme für den Bautenzug kaputt gebrochen. Wenn ich dir wieder mit meinem Video geholfen habe und du möchtest, dass ich weitere Videos produziere, dann abonniere bitte jetzt meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bitte klick auf Daumen hoch und abonniere meinen Kanal bitte jetzt.